Während das, was ich hier anprobiere, noch ein bisschen wack aussieht, sieht das bei diesen Bildern schon ganz anders aus. Krasse Designs, futuristische digitale Kleidung, bei der man genau hinsehen muss, um zu verstehen, was da eigentlich los ist. Die gibt es nicht nur auf Social Media zu sehen, sondern auch jetzt schon zu kaufen, und zwar für Leute wie dich und mich. Immer mehr Marken, DesignerInnen und Menschen stürzen sich in die Welt der digitalen Kleidung, präsentieren ihre Mode in Spielen oder virtuellen Modeschauen und sagen, wir werden bald alle einen virtuellen Kleiderschrank besitzen. Ist das so? Es ist mal wieder Zeit für ein Video aus der Kategorie: Kann mir bitte irgendjemand erklären, in was für einer Welt wir leben aktuell? Ich habe mir die Fragen gestellt, was können digitale Klamotten wirklich? Sind sie wirklich die Lösung auf unser Fast-Fashion-Problem? Was können die Vor- und Nachteile sein? Und natürlich, wie schaue ich eigentlich in einem virtuellen Outfit aus? Denn ja, ich habe es getestet. Ja, es ist nicht alles perfekt gelaufen. Ich sag's mal so. Digitale Fashion kennen wir alle. Zumindest alle, die schon mal mit einer Figur in einem Spiel unterwegs waren. Vielleicht habt ihr schon mal einen Sims bekleidet, euch bei Animal Crossing ein süßes Outfit ausgesucht, vielleicht sogar bei Fortnite eine Skin gekauft. Man kennt es aber auch aus Hollywood, vielleicht habt ihr Filme wie Avengers Endgame oder Maleficent gesehen. Auch das sind keine echten, sondern digital animierte Klamotten, die man da sieht. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wahrscheinlich habt ihr virtuelle Klamotten, Accessoires, Make-up oder Haarfarben auch schon mal an euch gesehen. Das passiert mit Hilfe von Augmented Reality. Hier wird die reale Welt mit Hilfe von zum Beispiel Handys oder Linsen um virtuelle Aspekte erweitert. Gibt es zum Beispiel, um Dinge aus einem Online-Shop an sich zu testen, um so besser einschätzen zu können, wie etwas an uns aussieht und das Risiko, es zurückschicken zu müssen, zu reduzieren. Natürlich gibt es dann noch alle möglichen Filter, die unser Aussehen verändern, verschiedene Spiele oder wenn man nach einem Tier googelt, dann kann man sich das auch in seiner Umgebung anzeigen lassen. Welches Tier möchtest du hier gerne im Studio sehen? Katze? Katze in 3D ansehen. Da ist sie! Sie ist bei dir! Ja? Ja! Kann ich sie streicheln? Ja! Wo? Und genau da. Au! Deswegen war der Schritt jetzt auch, digitale Kleidung und unser reales Ich mit Hilfe von Augmented Reality zu kombinieren, jetzt nicht so weit weg. Aber wie funktionieren digitale Klamotten an Menschen überhaupt? Grundsätzlich steckt das alles noch so ein wenig in den Kinderschuhen. Aber technisch gesehen gibt es verschiedene Programme, die benutzt werden, um dreidimensionale Klamotten herzustellen. Die Art und Weise, wie echte Kleidung gemacht wird dafür simuliert und stark vereinfacht von einer zweidimensionalen Datei auf einen Körper, also eine dreidimensionale Datei, angepasst. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das verwenden kann. Entweder man trägt es an sich selbst durch einen AR-Filter. Das ist das, was technisch gesehen einfach noch nicht so mega gut aussieht. Dann gibt es noch die Möglichkeit, den Unternehmen, die digitale Klamotten anbieten, ein Foto von sich zu schicken und die passen dann die digitalen Kleidungsstücke manuell auf deine Proportionen an und bearbeiten im Prinzip damit dein Bild. Was natürlich hauptsächlich dafür da ist, gepostet zu werden und übrigens auch die Variante, die ich später ausprobieren werde. Und bei manchen ist es auch möglich, dieses digitale Kleidungsstück in zum Beispiel ein Videospiel und das Metaverse mitzunehmen. Und wenn ihr bisher um so Begriffe wie NFTs, Crypto, Blockchain oder Metaverse drumherum gekommen seid, sorry Leute, da müssen wir jetzt mal ganz kurz zusammen durch. Denn einige der digitalen Klamotten, meistens die fancy, teuer und begrenzt erhältlich sind, können als sogenannte NFTs gekauft werden. Also nur mal so als Beispiel, aber dieses virtuelle Kleid wurde für schlappe, umgerechnet $9.500 bei einer Auktion verkauft. Das Kleid wurde von einem kanadischen Unternehmer für seine Frau gekauft, die davon träumte, noch mehr digitale Outfits nutzen zu können, um sich auf Social-Media-Kanälen wie TikTok nach Herzenslust ausdrücken zu können. Klar. Wer es sich leisten kann, why not? Aber um nochmal zurückzukommen, NFTs steht für Non-Fungible Tokens, also nicht ersetzbare Kennzeichen. Das sind Zertifikate, die beweisen, dass dir ein digitales Bild gehört. Das ist einzigartig und verifizierbar, wie ein echtes Kunstgemälde und kann alles sein, was sich digitalisieren lässt. In diesem Fall Kleidung. Um das zu kaufen, brauchst du das passende Kryptogeld, eine digitale Währung, die genau wie NFTs auf einer Blockchain-Technologie beruhen. Ein dezentrales Datenbanksystem. Weil das hier ein bisschen den Rahmen sprengen würde, könnt ihr hier Pause drücken und nachlesen, wie das vereinfacht erklärt jeweils funktioniert, falls es euch interessiert, aber das Ganze wird später nochmal wichtig. Und mit diesem digitalen NFT-Teil könnte man beispielsweise im Metaverse ein Avatar ausstatten. Ja, I know, noch so ein Begriff, denn wenn man vom Metaverse spricht, dann ist die Rede von einem kollektiven virtuellen Raum, der von uns geformt wird. Klingt erstmal alles ein bisschen abstrakt, aber wir sind durch Avatare, also digitale Versionen von uns selbst, Teil dieser Welt, mithilfe von einer VR-Brille. Also das Internet ist nicht mehr zweidimensional, wie wenn man auf einen Bildschirm schaut, sondern dreidimensional, weil man sich mittendrin befindet. Und dort könnte man zum Beispiel Leute kennenlernen, arbeiten, spielen, reisen, Veranstaltungen oder Konzerte besuchen und vieles mehr. Es gibt gerade noch nicht das eine Metaverse, sondern erste Versionen von verschiedenen Anbietern. Das steht alles noch ziemlich am Anfang, aber es fanden zum Beispiel jetzt schon Teile der Fashion Week, Konzerte oder Hochzeiten in so einer virtuellen Welt statt. Und so wie wir es im echten Leben wollen, wollen wir natürlich auch, dass unsere Avatare, unsere digitalen Ichs gut aussehen. Egal ob in einem Spiel oder in einem Metaverse irgendwann, unsere Figuren sollen ja auch nicht nackt oder basic rumlaufen und dann kann man sich eben mit digitalen Kleidung
Kleidungsstücken ausleben. Aber schauen wir uns mal an, wo das schon wie verwendet wurde. Einige Luxusmarken haben schon den Schritt gemacht, digitale Versionen ihrer Kleidung in verschiedenen Online-Spielen anzubieten. Und das hat sehr gut funktioniert. Bei League of Legends, einem der meistgespieltesten Online-Games der Welt, gab es mehrere Kooperationen einer Luxusmarke, die die Kollektion nicht nur virtuell, sondern auch physisch auf den Markt gebracht hat und so eine neue Zielgruppe erreichen wollte, eine, die für sie vorher so nicht zugänglich war. Dann gab es Sneaker, die für Fortnite entworfen wurden, oder gleich mehrere Luxusmarken, die Pullover, Kleider und Jacken für Figuren in Sims kreiert haben. Und beim Spiel Animal Crossing ging es sogar so weit, dass große DesignerInnen Kollektionen für die Figuren erstellt haben, die sich dann jeder runterladen konnte und die richtig gut auf Social Media ankamen. Und sie könnten sich sogar vorstellen, dass ganze Runway-Shows und Fashion Weeks in so einem Spiel stattfinden könnten. Weil die Vielzahl an Dingen, die für solche Shows hergestellt werden und die Menge, die produziert wird, dafür übertrieben ist. Digitale Shows bräuchten das nicht und wären für mehr Menschen zugänglich. Und natürlich mischen die Kardashians auch hier wieder mit. In der App Kim Kardashian Hollywood kann man bei den unterschiedlichsten DesignerInnen shoppen gehen und kann so seine Spielfigur aufpimpen. Man muss sich das mit echtem Geld kaufen und mit der App sollen sie angeblich schon über 80 Millionen Dollar umgesetzt haben. Man merkt, digitale Klamotten und Games funktionieren richtig gut. So gut, dass man sogar sagen kann, dass In-App- oder In-Game-Käufe in Deutschland beispielsweise krass steigen. Und dazu zählen eben auch Skins. Alleine im ersten Halbjahr von 2020 war der Umsatz hier bei 1,5 Milliarden Euro. Virtuelle Kleidung macht hier zwar nur einen Teil aus, aber daran sieht man, Menschen sind sehr wohl bereit, echtes Geld für nicht echtes Zeug auszugeben. Ich frage mich, gehört ihr dazu? Also habt ihr schon mal was in einer App gekauft? Vielleicht ja sogar schon virtuelle Kleidung? Dann schreibt mir bitte mal in die Kommentare. Zu diesem Thema habe ich eine Umfrage aus dem Jahr 2021 der Analyseagentur Foresight Factory, die von Snap Inc., also Snapchat in Auftrag gegeben wurde, gesehen. Ihr wisst schon, die machen ja selbst AR-Filter, also ist jetzt nicht ganz uneigennützig. Aber sie haben 20.000 VerbraucherInnen weltweit zu ihrem Konsumverhalten nach der Pandemie befragt. Hier ging es auch darum, ob sie ein virtuelles Produkt kaufen würden. 18% der Befragten würden eins kaufen, wenn sie dadurch Rabatt auf was Physisches kriegen würden, die Sparfüchse. 16% der Umwelt zuliebe, 13% wollen es in Online-Spielen benutzen. Was digitale Kleidung angeht, würden 13% der Befragten welche kaufen, um sie in Online-Meetings anzuziehen, wenn es realistisch aussieht. 12%, um sich Luxuskleidung leisten zu können, die sie sich im echten Leben nicht leisten können. Und genauso viele würden virtuelle Kleidung nur aus dem Grund kaufen, um sich damit zu fotografieren und dieses Foto auf Social Media zu posten. Und genau das habe ich auch gemacht und zeige euch jetzt mal, was passiert ist. Du hast dafür bezahlt? Ja. Den Scheiß, den du da gepostet hast. Als ich für mich digitale Kleidung shoppen wollte, war ich ziemlich überfordert. Also ich habe mich selten so unfähig gefühlt wie bei dieser Suche. Bei einigen Seiten musste man eine Crypto-Wallet haben, um sich was zu holen. Das habe ich nicht. Bei anderen muss man einen Voucher haben. Dafür muss man sich auf eine Warteliste setzen lassen, um dann den zu bekommen. Habe ich auch nicht. Und dann habe ich eine App gefunden, die mir auch immer wieder auf TikTok begegnet ist. Also habe ich mich da mal reingefuchst und als ich dachte, ich habe es endlich geblickt, habe ich aus Versehen etwas gekauft, was kein Foto-Outfit war, sondern nur eine AR-Ansicht. Aber die hatte ich eigentlich auch schon kostenlos, deswegen habe ich keinen Plan, warum ich $3 für diesen Crap ausgeben konnte. Nach diesem Fail habe ich mich in der App etwas durch die Outfits geklickt, die ich holen wollte. Es gab schon eine große Auswahl an total abgespaceden digitalen Klamotten und im Schnitt kosten hier die Sachen so zwischen $20 und $50. Mal mehr, mal weniger. Was ja vergleichbar ist mit vielen bekannten Bekleidungsgeschäften. Ich wollte so eine bunte Mischung, also habe ich mir etwas geholt, was so ein bisschen extra war und ich normalerweise nicht anziehen würde, vielleicht aber auf so einem Festival cool aussehen könnte. Etwas, was ich cool für den Alltag fand. Ein Buckethead, weil er günstig war und etwas, was völlig unrealistisch ist, aber cool aussehen könnte oder eben super scheiße. Dafür musste ich dann Fotos machen und das war ein bisschen strange, weil ich quasi mit den Klamotten im Kopf die Posen machen musste, ohne zu wissen, ob das überhaupt dazu passt oder nicht. Am besten soll man sich möglichst kurze und enge Klamotten anziehen, weil sie ja darüber die Kleidung bearbeiten werden. Könnte man jetzt auch kurz darüber sprechen, ob das kritisch ist oder nicht, so leicht bekleidete Fotos an ein Unternehmen weiterzugeben und nicht zu wissen, was sie damit genau machen, so ganz ohne Altersbegrenzung. Aber okay. Die Fotos konnte ich dann hochladen und habe die Outfits gekauft. Und das alles hat mich übrigens $103 zu dem Zeitpunkt sogar 106 Euro gekostet. What? Das hast du nicht. Was? Teuer, ne? Und nicht mal 48 Stunden später habe ich dann 3 von 4 Outfits zurückgeschickt bekommen. Und ich war ein
bisschen enttäuscht. Also ich fand zum Vergleich, auf den Produktbildern sahen die virtuellen Klamotten ganz cool aus und teilweise auch so, dass man zweimal hinschauen muss, um zu checken, ob es echt ist oder nicht. Ich habe gehofft, dass es bei mir ähnlich sein wird, aber das war leider nicht so. Hier auf dem Foto schaue ich ein bisschen aus wie ein Avatar aus einem Spiel oder so. Also wenn das der Sinn war, okay, aber gerade so die Beine schauen sehr virtuell aus und diese Nieten schauen auch ziemlich billo aus irgendwie. Der Buckethead fand ich auf dem Produktbild ziemlich echt aus, aber bei mir, finde ich, wirkt er eher so wie ein Filter. Also er sitzt nicht so richtig und passt auch nicht wirklich zu der Umgebung vom Licht her, oder? Bei der Hose wusste ich ja schon, dass das etwas crazy sein soll, deswegen habe ich auch so eine Pose gewählt, aber von Wasser ist das schon ziemlich weit entfernt. Also Wasser ist ja nicht wirklich blau von der Farbe her, wisst ihr, was ich meine? Aber am meisten hat mich hier eigentlich die Jeans gestört, die schaut nämlich total zweidimensional aus und hat mich ein bisschen an die Outfits von Angela Anaconda erinnert, wie mit Papier aufgeschnitten und draufgelegt quasi. Und am meisten Hoffnungen hatte ich bei dieser Bluse, denn die hat einen ganzen Tag länger gebraucht. Müsste also gut werden, oder? Leider auch nicht. Also ich glaube, sie haben mit meiner Pose ziemlich gestruggelt, aber ich finde, mein Arm sieht so aus, als wäre er an 2 Stellen gebrochen und im Vergleich zum Produktbild ist es sehr viel unrealistischer. Ich wollte aber wissen, was Leute sagen, die nicht direkt wissen, dass das keine echte Kleidung ist. Also würden sie es erkennen? Also habe ich ohne Erklärung die Fotos mit einem Fragesticker in meiner Story gepostet und nach der Meinung gefragt. Und Leute waren sehr brutal und ehrlich mit ihrer Meinung. Ein paar Leute fanden es richtig gut. Geil. Sieht gut aus. Slay. Ziemlich sexy. Es sieht sehr cool aus, auch wenn ich nicht so ganz verstehe, wo es anfängt und aufhört. Aber ein paar Leute, die auch direkt gesagt haben, ist es VR, einfach nur kritisch, sieht nach Photoshop aus und dass es etwas zu früh ist für Fasching. Crazy, ist okay. Der Hut sieht noch mehr nach Photoshop aus. Sieht aus wie der Typ aus Monopoly. Ich feiere es mega und irgendwie schäme ich mich dafür. Basic Shirt mit cooler Hut. Hier waren sich die Leute ein bisschen sicherer, dass das nicht echt ist. Also alles von, jetzt bin ich mir sicher, alles Photoshop. Ich sehe gerade, das ist so digitale Fashion. Diese Hose ist doch nicht echt. Aber ein paar Leute haben auch gesagt, hey, hast du hier irgendwas durch die Gegend geworfen für ein Foto? Also auch nicht sofort verstanden. Und bei der Bluse waren die Meinungen sehr gemischt. Also es gab sehr viele Leute, die es schön gefunden haben, gesagt haben, dass es mir steht. Liebe den Schnitt, die Farbe ist nicht so meins. Göttlich, Kick-Ass. Die Ärmel wirken ein wenig wie Raupen. Je mehr Bilder es werden, desto mehr sieht man, dass es Filter sind. Belastend. Finde ich auch gut. Und the worst Photoshop in the history of bad Photoshops. Also ich finde, krass, dass das nicht jeder sofort gesehen hat, aber trotzdem, für den Preis einfach nur 4 so bearbeitete Fotos zu bekommen, fühlt sich für mich so ein bisschen wie Abzocke an und ist mir das Geld überhaupt nicht wert. Mich würde aber jetzt auch sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt mir deswegen bitte mal alle eure Meinung ungefiltert in die Kommentare. Schauen wir uns mal die Sachen an, die cool sind und für digitale Fashion sprechen. Erstens, es ist zugänglich. Auf der einen Seite für alle möglichen Körperformen, wenn man sich digitale Kleidung kauft, egal ob Größen, die nicht so einfach zu finden sind in vielen Bekleidungsgeschäften, Klamotten, die ohne Probleme zu Prothesen passen oder Umstandsmode. Und auf der anderen Seite habe ich auf TikTok zum Beispiel jemanden gefunden, die einfach angefangen hat zu lernen, wie das geht, weil sie Lust hatte. Du brauchst keine Nähmaschine oder Stoffe, sondern meistens nur das, was du eh schon zu Hause hast. Könnte also gerade für aufstrebende DesignerInnen ohne viele Ressourcen ziemlich cool sein. Außerdem, es macht Spaß. Also Mode ist ja nicht nur dafür da, damit man warm oder bekleidet ist, sondern für viele eine Form von Ausdruck. Das bringen die futuristischen Outfits natürlich auf ein neues Level. Also hier sind Dinge möglich, die im echten Leben niemals möglich sein werden. Ich kann voll verstehen, wieso da Leute Bock drauf haben. Aber der wahrscheinlich wichtigste Punkt und das größte Verkaufsargument für die Unternehmen, die das anbieten, ist der Umweltaspekt. Wir wissen ja, die Textilproduktion gehört zu den umweltschädlichsten Branchen überhaupt. Hier wird mehr CO2 ausgestoßen als im Flug- oder Schiffsverkehr. Und gerade was InfluencerInnen angeht, sie tragen selten ein Outfit zweimal auf dem Account, posten täglich neue Outfit-Inspirationen. Das treibt den Konsum ins Unermessliche. In dem Zusammenhang wird auch oft diese Studie von der Barclays Bank aus Großbritannien erwähnt, wofür ca. 2000 Menschen befragt wurden. Sie sagen, einer von 10 Menschen aus Großbritannien hat Kleidung online gekauft, um es für ein Foto anzuziehen, es zu posten und dann die Kleidung zurückzuschicken. Laut dieser Umfrage aus Deutschland, für die ca. 4500 Leute befragt wurden, ist auch Bekleidung mit Abstand das, was am meisten von Online-Bestellungen zurückgesendet wird. Und das ist natürlich alles nicht so geil. Und Startups, die digitale Kleidung verkaufen, gehen so ein wenig nach dem Gedanken, warum noch echte Kleidung kaufen, wenn man sie sowieso nur für das Sozialleben im Internet braucht. Dabei geht es vor allem um die Gen Z. Sie erleben einen Großteil ihres Lebens in digitalen Gemeinschaften und haben eine Art von digitaler Persönlichkeit auf Social Media. Warum dann also nicht auch kleiden und sich präsentieren wollen, wie man will? Und das vielleicht auch noch ohne physische Klamotten konsumieren zu müssen. Das würde digitale Kleidung ermöglichen. The Fabricant hat den gesamten Lebenszyklus von physischen mit digitalen Kleidungsstücken verglichen und die digitale Kleidung hätten demnach eine über 90% bessere Umweltbilanz als die physische. Und wir wollten das alles mal nachvollziehen. Wenn wir nach einer Studie des Royal Melbourne Institute of Technology gehen,
sehen, dann würde ein handelsübliches T-Shirt von Produktion bis hin zu Gebrauch bis hin zur Entsorgung durchschnittlich ungefähr 20 Kilogramm CO2 verbrauchen. Um das mit digitaler Kleidung zu vergleichen, hat The Fabricant die ganze Rechnung mal nur auf den Herstellungsprozess von einem Long-Sleeve-Shirt übertragen und mit einem digitalen Shirt verglichen. Laut dieser Berechnung reduziert digitale Kleidung die Kohlenstoffemissionen um 96% alleine in der Herstellung im Vergleich zur echter Kleidung. Bei der Produktion digitaler Kleidungsstücke werden keine Ressourcen für Material verbraucht, beim Transport entstehen keine Treibhausgasemissionen, es gibt keine Verpackung, man muss die Teile nie waschen und es fällt später auch kein Müll durch Entsorgung an. Und umso schneller der Designprozess durch wiederverwendbare Vorlagen wird, desto effizienter wird es. Und ich finde es schon krass, vor allem wenn man ja aktuell viel zum Thema Wasserknappheit liest und hört und wenn man dann bedenkt, dass ein reales T-Shirt 683 Liter Wasser in der Herstellung benötigt und ein digitales eben gar nichts, dann ist es natürlich viel besser. Und vielleicht ist es irgendwann ja auch gang und gäbe, dass durch digitale Anproben Retouren vermieden werden. Womit wir aber auch schon bei den negativen Dingen wären. Denn so ganz ohne CO2-Fußabdruck sind digitale Klamotten auch nicht. Vor allem nicht die, die auf den NFTs basieren. Um nochmal auf den Crypto-Talk zurückzukommen, denn die technischen Prozesse hinter so einer Blockchain sorgen für einen enormen Energieverbrauch, damit es auch alles wirklich sicher ablaufen kann. Und das ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und ja, es wird an Lösungen gearbeitet. Eine der Seiten hat zum Beispiel auch dieses Siegel hier, also das hat mich auf diese Seite geführt. Und hiermit kompensiert das Unternehmen quasi den CO2-Output, also ein bisschen so, wie wenn man einen Flug kompensieren möchte. Und auch wenn kompensieren besser ist als nichts, digitale Fashion basierend auf NFTs ist schädlicher für die Umwelt, als man zunächst annehmen würde. Den Umweltaspekt zu nehmen, um virtuelle Kleidung zu bewerben, während man gleichzeitig NFTs verkauft, ist also mindestens irreführend. Spannend fand ich auch, was chinesische Influencerinnen dazu gesagt haben, die das auch ausprobiert haben, denn auf der chinesischen Social-Media-Version von Instagram gibt es auch schon virtuelle und NFT-basierende Kleidung, die gepostet wird. Ein paar der Influencerinnen haben danach aber realisiert, nachdem sie das einmal gepostet haben, war die Lebensdauer des Kostüms erschöpft, was ja im Prinzip sehr viel kürzer ist als bei normalen Klamotten. Und I can see that. Also im Prinzip habe ich ja über 100 € ausgegeben für 4 Bilder, die ich jeweils einmal poste und dann brauche ich sie ja auch nicht mehr. Und ein weiterer Punkt, der auch negativ sein kann, wenn man den Vergleich zu Videospielen macht, dann ist das ja jetzt schon so, dass Leute, die mit einem Basis-Avatar rumlaufen, ohne extra Skin, gemobbt werden, beziehungsweise nicht so richtig dazugehören. Wenn irgendwann jeder digitale Klamotten haben sollte, frage ich mich, wird man dann sich vielleicht einfach aus Druck welche holen, obwohl man es weder will noch braucht? Und was ist mit denen, die sich das nicht leisten können? Und vor allem, was ist mit denen, die sich digitale Luxusmarken schon früh geholt haben, weil sie so erschwinglicher waren? Werden die irgendwann das Verlangen haben, dieselben Luxusmarken auch in echt zu besitzen? Und würde das dann nicht wieder zum Mehrkonsum führen? Fragen über Fragen. Es ist nicht so, dass man sagt, schmeiß deine Klamotten weg, lauf nackt rum, du wirst sie irgendwann nicht mehr brauchen. Physische und digitale Klamotten sind zwei komplett unterschiedliche Dinge mit unterschiedlichen Ansprüchen. Man kann digitale Klamotten anprobieren, die brennen, Wasser spucken, nicht nach den Regeln der Schwerkraft funktionieren oder so ausschauen, als hättest du dir den Arm gebrochen. Man kann auf jeden Fall total experimentieren. Digitale Klamotten werden in absehbarer Zeit die echten nicht ersetzen können. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob sie es wirklich versuchen. Deswegen liegt die Frage nahe, werden wir wirklich weniger kaufen oder vielleicht sogar mehr? Nur eben zusätzlich digital. Ich habe da einen Vergleich dazu mit Milch gelesen und fand den sehr passend. Hear me out. Hafermilch kann man statt Kuhmilch physisch im Kühlschrank austauschen und wenn das immer mehr Leute machen würden, dann verändert sich im besten Fall irgendwann der Markt. Das kannst du mit digitalen Klamotten einfach nicht machen. Selbst wenn du am PC sitzt oder eine Zeit im Internet verbringst, wirst du dich wahrscheinlich irgendwie anziehen müssen dafür. Wenn nicht, no hate, eure Sache. Aber ich meine, der Spruch Don't buy less, shop Meta Fashion, der bei einem der Seiten in der Instagram-Bio steht, regt jetzt nicht unbedingt an, sein Kauf- und Konsumverhalten zu hinterfragen, oder? Und ja, bisher sind wir technisch noch ganz schön weit weg, dass das unsere Realität ist. Denn die Prozesse sind teilweise noch unübersichtlich und kompliziert, dass man zuerst die Bilder schießen muss, mit den Klamotten im Kopf, sie dann Tage später zurückbekommt und die Ergebnisse auch nicht perfekt sind und so aussehen, als hätte sie jemand mit Geht-so-Bearbeitungsskills gemacht. Das ist mir persönlich das Geld überhaupt nicht wert. Ganz abgesehen davon, dass die Technik noch überhaupt nicht so weit ist, was virtuelle Klamotten auf Video angeht. Aber das wird sich alles mit der Zeit verbessern. Und wenn es soweit ist, ist es so unwahrscheinlich, dass wir zumindest teilweise einen zusätzlichen digitalen Kleiderschrank haben werden. Ich meine, wir haben ja sehr viele analoge Dinge wie CDs, DVDs, Fotos durch digitale ausgetauscht, auch wenn es jetzt nicht so essentiell ist wie Kleidung. Wenn wir analoge Fotos haben, dann digitalisieren wir sie meistens wieder, damit sie mehr Leute sehen. Ist es so unwahrscheinlich, dass wenn wir immer mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen werden, wir unsere Avatare auch entsprechend kleiden werden wollen?
Wir sehen ja, dass jetzt schon sehr viele Leute bereit sind, ziemlich viel Geld dafür auszugeben, sein virtuelles Ich aufzupimpen, digital zu bearbeiten und damit rumzuexperimentieren. Und dazu kann es zu einem Gamechanger für Influencerinnen und Influencer werden, die täglich Social-Media-Posts mit neuen Outfits machen. Für diesen Aspekt, diese kleine Gruppe von Menschen, ist es cool und alles, was auch nur ansatzweise irgendwie den CO2-Ausstoß eindämmt, ist besser als nichts. Aber mich würde interessieren, wie es bei euch so aussieht. Also erzählt mir gerne mal in den Kommentaren, ob ihr euch vorstellen könnt, jemals digitale Klamotten zum Beispiel für Social Media zu kaufen. Und wenn nicht, warum nicht? Und dass wir übrigens echte Beziehungen zu virtuellen Influencerinnen haben können, das habe ich übrigens auch schon in diesem Video thematisiert. Und hier checkt ihr das Video zu Shein und TikTok aus, falls noch nicht gesehen. Und wenn ihr das alles schon gesehen habt, dann abonniert am besten den Kanal und kommt nächste Woche wieder, denn da gibt's unser neues Video. Bye!